Willkommen bei Sami Combat Systems. Heute werde ich aufbauen auf die ersten zwei Videos, die wir euch präsentiert haben, vom Stand und von den geraden Schlägen, ein paar Maitbewegungen zeigen, Übungen dazu, die man allein trainieren kann. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei dem Video und ja, viel Vergnügen. Ja, speziell bei den Maitbewegungen ist es so, dass wir versuchen, aus dem Angriff rauszugehen oder wegzudrehen und vielleicht aus der raus gleich eine Kontertechnik zu machen. Es gibt unterschiedliche, wir nennen das Evasions oder eben Maitbewegungen oder Ausweichbewegungen. Heute werde ich zeigen den Slip, das ist eine interessante Bewegung, das ist eine Verteidigung gegen gerade Schläge. Speziell hier wollen wir zu der Außenseite vom Schlag kommen, das heißt, wenn er mit einer linken Geraden, mit einem Jab kommt zum Beispiel, dass wir mit unserer linken Schulter nach vorgehen, das heißt, wir sind auf seiner Außenbahn. Zeige ich da ein paar Varianten, wie man das machen kann, was auch kommt, und dann werden wir uns noch beschäftigen mit einigen Übungen, die wir allein trainieren. So, wir starten mit unserer Grundposition, das heißt, ich habe einen guten Stand einmal, meine Deckung ist oben, ich habe meine Hände relativ weit oben. Und jetzt kann ich zur linken und rechten Seite ausweichen. Ja? Das heißt, wenn mein Gegner mit der rechten schlagt, der mit meiner rechten Schulter nach vor. Ich würde es am Anfang einmal so machen, dass ich meine Hände nach hinten nehme, um da die richtige Bewegung einmal mit meinen Schultern habe. Das ist dieselbe Bewegung, die ich habe mit Schlagen. Ja? Das heißt, wenn ich da einen Schlag habe, habe ich auch da dieselbe Bewegung mit der Schulter. Wir gehen nicht zu weit raus, ja, das heißt, ich habe dann einen längeren Weg wieder zurückzukommen, aber nicht zu wenig. Viele machen das so, dass sie es überdrehen, das ist nicht notwendig, sondern wenn da die Linie ist, schaue ich, dass ich da kurz rausgehe, einmal nach links, einmal nach rechts, und meine Augen sind immer im Gegner. Das heißt, ich schaue nicht meiner Bewegung nach unten oder zur Seite, sondern ich schaue immer zum Gegner und weiche da links und rechts. Also ich zeige es nochmal von der Seite. Also einmal nach rechts, einmal nach links, einmal nach rechts, einmal nach links. Ich kann auch dann drehen, das merkt man dann, wenn ich mit der rechten Schulter noch vorgehe, kann ich auch, wenn ich mag, ein bisschen die Ferse mitnehmen zum Drehen. Dann habe ich nicht so eine unangenehme Beinposition. Das Gewicht verlagert sich durch die Bewegung. Das heißt, wenn ich mit der rechten Schulter noch vorgehe, habe ich ein bisschen mehr Gewicht auf dem linken Bein, gehe mit der linken Schulter noch vor, dann habe ich ein bisschen mehr Gewicht auf dem rechten Bein. Von dort kommt auch dann die Folgebewegung, wo ich mehr Kraft da entwickeln kann. Also die erste Übung ist, einmal ohne Arm dazu nehmen, ohne Deckung, nur einschleifen einmal die Bewegung, und dann machen wir das gleiche jetzt mit der Deckung. Jetzt zur Deckung noch. Das heißt, wir haben wieder unseren guten Stand. Ich kann die Deckung in der Position lassen. Ich kann es ein bisschen höher nehmen, mit Hände offen oder geschlossen. Und ich kann jetzt, wenn ich den Slip mache, noch mehr in meine Coverbewegung gehen. Ob die zweite Hand da ist also ein persönliches Empfinden. Umso bessere Deckung, umso besser oben. Aber die zweite Hand relativ oben, wenn man eine Kombination schlägt von links und rechts oder rechts und links, und ich gehe jetzt zum Beispiel zur rechten Seite raus, vom Gegner aus gesehen, und jetzt kommt der zweite Schlag und ich habe meine Deckung nur da, dann komme ich vielleicht auch dann schon in die Chance, dass ich vom zweiten Schlag getroffen werde. Darum ist es nicht schlecht, wenn man kontert, die zweite Hand schon oben hat. Jetzt zeige ich das einmal von der Seite. Also, jetzt kommt der rechte Schlag und ich gehe zur Seite. Kommt der linke Schlag. Die Bewegung ist immer die gleiche, die wir vorher gemacht haben. Ich gehe einmal nach links raus, einmal nach rechts. Ich kann mit der Doppeldeckung raus, habe aber trotzdem eine Übung eng am Körper. Ja, also das war mal zur Deckung. Wichtig ist immer, damit wir einen Fluss kreieren, dass wir die Übung immer in einen Fluss machen. Das heißt, auch wie wir es am Anfang gemacht haben, dass wir sowas machen. Also nicht nur einmal und dann warten, sondern unseren Bewegungsfluss ständig eintrainieren, dass wir nicht stehen bleiben in einer Bewegung und warten auf die nächste, sondern eine Bewegung löst immer die andere aus. Okay, jetzt versuchen wir einen Schlag dazu einzubauen. Ich zeige jetzt nur die Übung mit dem Slip auf die linke Seite, das heißt, ich gehe mit meiner linken Schulter
gehen eine linke Gerade nach links außen, vom Gegner außen, von uns rechts und dann komme ich zurück und schlage da meine Gerade. Das heißt, ich kann mein Cover in der Position machen und hier schlagen, ich kann aber meine Hand auch da haben. Das ist immer unterschiedlich, wie man das halt selber will. Ja, ich zeige es mal in der Position, das heißt, hier wieder die Bewegung und zeige die Bewegung jetzt mit der Faust da, mit der Faust da. Das heißt, ihr seht, ich habe ständiges Bewegen, immer in diesem Fluss. Bewegung geht nach vor, ist sehr offensiv. Ich habe meine zweite Hand da. Ich schaue immer zum Gegner, schlage nach vor und wieder ausweichen. Das kann ich sehr gut trainieren dann mit einem Partner. Er füttert mich, hält, füttert mich und hält mit einem Pad. Ja? Einmal von der Seite, das linke Schulter. Und ich kann da sehr gut schlagen. Kann ich auf der zweiten Seite üben, kann das üben dann mit Haken, was immer. Ich zeige es euch jetzt da jetzt mit der Geraden, weil wir das ja schon im vorigen Video geübt haben und kombiniere das halt jetzt da mit dem Sleep. Als weitere Bewegung, wenn ich jetzt den Sleep habe, nur zur Deckung, kann ich aber, habe ich mit der rechten Hand geschlagen in der vorigen Übung, jetzt schlage ich mit der linken Hand. Ich gehe aber zur linken Seite raus. Was wir jetzt machen, wir gehen wieder mit der Bewegung aus, aber schlagen in der Innenbahn die linke. Ja, die kann ich zum Kopf schlagen, kann ich aber auch immer wieder zum Genitalbereich mitschlagen. Das heißt, ich kann meine Deckung da lassen, ich kann sie da lassen, ich kann sie da lassen, wenn ich Lust habe. Ja? Also ich zeige euch jetzt nur mal Ausweichbewegung, Schlag kommt da und wir schlagen in der Innenbahn noch mit der linken Geraden ein. Ich kann das aber genauso zum Genitalbereich machen. Wenn wir das machen, müssen wir mehr mit dem Körper nach unten gehen, nicht von oben nach unten zu schlagen, sondern wir senken unseren Schwerpunkt und gehen da zum Körper. Okay? Aber wir können es genauso mit einer Kombination dann machen. Das heißt, die linke Gerade und dann die rechte Gerade dazu. Und ich habe die Bewegung. Ich kann das immer mit Covers kombinieren. Okay? Also die erste Bewegung, wir gehen zur Seite und wieder zurück. Oder wir gehen zur Seite und schlagen dann da. Ich habe jedes Mal immer wieder ausgehend von der Bewegung die ganze Technik. Ja? Versucht immer wieder im Fluss das zu schlagen, damit unser Körper sich diese ständige Bewegung merken wird. Und dann ist es leichter, komplexere Techniken dann in den Fluss Jetzt zeige ich eine Übung mit Step and Slide. Das heißt, die Ausweichbewegung ist sehr statisch. Das heißt, wir machen da unseren Slip. Aber die nächste Bewegung ist jetzt mit Step and Slide. Das heißt, wenn ich jetzt mit der rechten Schlag fange, das linke Bein an und wir schlagen da unser rechte und kommen wieder zurück. Das heißt, wir weichen aus und schlagen da und wieder zurück. Also, ausweichen, jetzt da Schritt nach vor, Schlag und wieder zurücksetzen, wieder nach hinten. Also, 1, Boom und nach vor. Und langsam, also, Ausweichbewegung, nach vor, kann ich die Deckung da oder da lassen, wie Lust habe, und gerader Schlag. Dann wieder mit Step and Slide wieder zurück. Okay? Also aus, wieder zurück. Aus und wieder zurück. Ja? Und von vorne. Also Ausweichbewegungen, boom, und dann schlage ich und komme mit Step and Slide wieder nach vor. Ja? Also das war jetzt die Meitbewegung in der statischen Position und dann mit Step and Slide gleich im Konter. Ja? Okay. In der nächsten Übung zeige ich jetzt die Meitbewegung direkt mit Step and Slide. Das heißt, wir haben keine statische Positionen. Das heißt, wir weichen aus, machen den Step, schlagen nach mit der rechten Geraden und ziehen wieder zurück. Dann kann ich wieder nach hinten steigen. Das heißt, wir machen 1, 2, gehen wieder zurück, 1, 2, gehen wieder zurück. Also nach vor, Schlag, wieder zurück. Das kann ich auch so machen, wenn ich Lust habe, wie es mit meiner Deckung passt. Von der anderen Seite nochmal. Also ich zeige es nochmal langsam. Meitbewegung, wir machen einen Schritt nach vorne leichten. Jetzt kommt von hinten, da haben wir die Kraft noch, ziehen nach und sind in unserer Schlagposition, kommen zurück und setzen wieder nach hinten. 1, 2, nach hinten setzen. Ja?
Also, das wäre jetzt der Step and Slide, zusammen mit der Meitbewegung oder einer geraden, einer rechten Geraden. Das kann man natürlich auf beiden Seiten machen. Ja, das war jetzt die Bewegung direkt verbunden mit dem Slip. Jetzt kombinieren wir den Slip, also die Meitbewegung, zusammen mit einer Dreierkombination. Wir haben fixe Kombinationen, die lernt man einfach. Wir schlagen hier die rechte Gerade, den linken Uppercut und wieder die rechte Gerade. Jetzt kombinieren wir das. Das heißt, wir gehen da zur Seite, Schlag 1, 2, 3, wieder zur Seite, 1, 2, 3. Und das kann ich sehr gut in einer guten Kombination schlagen und in einem guten Fluss. Das heißt, man hat ständig einen Fluss. Das heißt, ich gehe von einer Bewegung immer in die nächste Bewegung und arbeite einen ständigen Fluss. Das heißt, ich höre jetzt nicht auf nach der ersten Meitbewegung der Kombination, sondern ich hänge immer schon die nächste dran, damit wir wieder diesen Fluss kreieren. Das kann ich in beide Richtungen machen, das heißt, ich kann nur nach rechts rausgehen, fange dann mit der linken an zu schlagen und mache von dort eine Kombination. Jetzt probieren wir an beide Seiten links und rechts und das machen wir dann eine Zweierkombination, dann kriegen wir einen schönen Fluss zusammen. Wir schlagen eigentlich immer einen Uppercut und eine Gerade, aber in unterschiedlicher Reihenfolge. Ich zeige jetzt einmal langsam. Ich gehe jetzt dann mit der rechten Schulter nach vor, komme mit einem Uppercut, einer Geraden, linke Schulter nach vor, Gerade, Uppercut. Und dann wechseln wir wieder. Uppercut, Gerade, wechseln, 1, 2. Von der Seite nochmal. Also, ich komme jetzt mit der rechten Schulter, einmal, zweimal, linke Schulter, 1, 2. Also ausweichen, einmal, zweimal, ausweichen, einmal, zweimal. Da nach unten, Kombination mit zwei Schlägen, kleine nächste Seite und wieder. Man kann das natürlich mischen. Ich könnte jetzt sagen, ich mache auf der rechten Seite zum Beispiel Hocken und Gerade und auf der zweiten Seite zwei Gerade, was ich Lust habe. Also ich kann die Schläge durchaus miteinander mischen und unterschiedliche Kombinationen machen, in Kombination mit dem Slip. Als letzte Übung zeige ich noch mehrere Meitbewegungen zusammen. Das heißt, wir fangen mit 3 Meitbewegungen an. 1, 2, 3, Konter. 1, 2, 3, Konter. Ich kann das genauso so machen, dass ich mein Cover in oben habe oder mit der Doppeldeckung da oder mit der Doppeldeckung da. Ich kann aber auch zusätzliche Kombinationen schlagen, wenn ich mag. Das heißt, ich mache 1, 2, 3. Dreierkombination. Oder die Deckung ist halt da. Das kann ich auch rhythmisch oder unrhythmisch machen. Ich sage in der ersten Bewegung 1, 2, 3. Nur gerade 1, 2, 3 Kombination. Ja, also ich kann das total mischen miteinander. Dadurch kann ich sehr vielfältiges Training machen und auch abwechslungsreich. Ihr stellt euch einfach die Übungen zusammen, probiert es. Ich würde immer zuerst alles statisch machen, dass die Bewegung einmal vom oberen Körper passt und dann in Kombination dann noch mit der Schrittarbeit. Ja, das war es einmal vom Slip. Ich hoffe, ich habe ein bisschen was lernen können. Ihr kennt das eine gute Basis auch fürs Training und in Kombination dann mit dem Pratzentraining oder Focus-Pads ist das sehr, sehr interessant. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt an dem Video. Beim nächsten Mal sehen wir uns mit einem anderen Thema wieder. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Baba.